Als ein freundlicher Mann 4 Vögel rettete, dachte er, er hätte eine gute und freundliche Tat vollbracht. Doch wenige Zeit später wurde ihm für seine Freundlichkeit auf die schönste und erstaunlichste Art und Weise bedankt, die man sich nur vorstellen kann. Es war ein Anblick, den man gesehen haben muss, um es zu glauben. Amar ist ein gewöhnlicher Mann, der in einer ruhigen Straße in Triplicane lebt, einem der ältesten Stadtteile von Chennai, einer Küstenstadt in Indien. Es gibt nichts Besonderes an ihm. Er ist ein ganz normaler Mann, der ein ganz normales Leben führt. Doch eines Tages geschah etwas völlig Unerwartetes. Als Amar eines Morgens die Tür zu seiner Terrasse öffnete, um die kühle Morgenluft hereinzulassen, bemerkte er etwas Seltsames im Augenwinkel. Etwas Kleines und Grünes stand in der Ecke der Terrasse. Amar bewahrte dort nicht viel auf, nur einen Stuhl und einen kleinen Tisch. Etwas so Lebendiges und Buntes zu sehen war ein kleiner Schock für ihn. Dieser Schock wurde noch größer, als er den Kopf drehte, um das Objekt zu betrachten, das in der Ecke der Terrasse versteckt war. Amars Augen weiteten sich, als er erkannte, was dort war. Es war nicht nur ein einziges kleines grünes Objekt, sondern gleich 4 davon. 4 prächtige smaragdgrüne Sittiche. Diese relativ kleinen Vögel waren eine recht intelligente Spezies. Und sie lieben warmes und gemäßigtes Klima, weshalb sie in Indien weit verbreitet sind. Amar hatte schon viele Sittiche gesehen, aber keinen aus dieser Nähe. Die Situation kam dem Mann sehr seltsam vor. Warum waren sie hier? Und warum flogen sie nicht weg, als Amar sich ihnen näherte? Sittiche sind in dieser Gegend nicht unüblich. Aber sie waren wie die meisten Vögel äußerst scheu und näherten sich niemals freiwillig einem anderen Lebewesen. Sie blieben meist unter sich und kamen dem Menschen in der Regel nicht näher. Die Erklärung des merkwürdigen Ereignisses liegt in den Tagen zuvor. Die Region war kürzlich von einem Taifun heimgesucht worden. Er richtete große Zerstörung an und brachte Leid über das ohnehin schon arme Land. Zum Glück war Amars Haus verschont geblieben, aber viele Gebäude in der Umgebung waren zerstört worden und Menschen hatten sogar ihr Leben verloren. Nicht einmal Tiere waren ungeschoren davongekommen. Und die Sittiche, die auf Amars Terrasse saßen, gehörten offenbar zu diesen unglücklichen Opfern. Die Vögel wirkten ramponiert und verwirrt, und sie hatten beschädigte Flügel, die es ihnen unmöglich machten, weiter zu fliegen. Also tat Amar das Einzige, was für ihn Sinn machte. Er hatte Mitleid mit den Tieren und ging ins Haus, um ihnen etwas zu essen zu besorgen. Da er noch nie Vögel besessen hatte, konnte er ihnen auch keine Körner geben. Also brachte er ihnen stattdessen etwas gekochten Reis. Die Sittiche zwitscherten Amar aufgeregt zu, als er sich ihnen näherte, und nahmen den Reis dankbar an, indem sie ihn kurzerhand verzehrten. Mehrere Tage lang blieben die Vögel auf der Terrasse, fraßen den Reis und tranken das Wasser, das Amar ihnen brachte. Die Vögel schienen mit jedem Tag an Kraft und Gesundheit zu gewinnen. Schließlich waren die Sittiche gesund genug, um wieder zu versuchen zu fliegen. Nach einigen gescheiterten Anläufen schien es, als würden die kleinen grünen Vögel ihr Selbstvertrauen und ihre Flugfähigkeit zurückgewinnen. Die ganze Zeit über saß Amar am anderen Ende der Terrasse und war stolz darauf, dass er den kleinen Vögeln helfen konnte. Die Sittiche begannen dem Mann zu vertrauen und ließen sich durch dessen Anwesenheit nicht mehr einschüchtern. Sie verstanden, dass er da war, um zu helfen. Sie begannen auf der Terrasse herumzufliegen und flogen manchmal ins Freie, um anschließend wieder zu Amars Haus zurückzukehren. Mit der Zeit begannen die Sittiche die Aufmerksamkeit der Nachbarn zu erregen. Sie waren es nicht gewohnt, dass die schönen smaragdgrünen Vögel so nah an ihren Häusern lebten und erfreuten sich an deren Anwesenheit. Doch leider gab es auch jemanden, der über die Präsenz der Vögel weniger erfreut war. Amars Vermieter hatte Wind davon bekommen, dass er die Vögel als eine Art Haustiere hielt, und er forderte Amar auf, sie entweder loszuwerden oder aus der gemieteten Wohnung auszuziehen. Natürlich argumentierte Amar, dass sie sich auf der Terrasse befanden, einem Ort, der den Tieren machtlos ausgesetzt war. Eines Morgens jedoch wachte Amar auf, ging auf die Terrasse und sah etwas sehr Trauriges. Alle 4 Sittiche saßen auf dem Rand des Zauns und einer nach dem anderen flog davon. Diesmal flogen sie in Richtung Meer und in die Ferne. Amar lächelte traurig. Er hatte seine Arbeit getan und war ein guter Gastgeber und Helfer gewesen. Er hatte das Leben der 4 kleinen Vögel gerettet und sie vor Schlimmerem bewahrt. Langsam drehte er sich um und ging mit gemischten Gefühlen zurück ins Haus, nichts ahnend, was einige Tage später passieren sollte. Es sollte sich etwas ereignen, das Amar und die übrigen Bewohner von Chennai absolut fassungslos machen würde. Nach 2 Wochen, in denen sich das Leben wieder normalisierte, kehrten die Sittiche endlich zurück. Aber es waren nicht nur die 4 Sittiche. Sie brachten Freunde mit. Es fing mit 1 oder 2 zusätzlichen Vögeln an, und dann kamen mit jedem Tag mehr und mehr Vögel zu Amars Terrasse. Es schien, als hätten die 4 Sittiche irgendwie kommuniziert, dass die Terrasse ein sicherer Ort war und dass Amar ihnen nichts antun würde. Es war, als ob sie Amar auf ihre Weise dankten und ihm zeigten, dass sie ihm vertrauten. Als sie mit ihren Freunden und ihrer Familie zurückkehrten, war Amar gerührt und sein Herz schwoll jedes Mal vor Stolz an, wenn weitere Vögel auftauchten. Nachdem die ersten 4 Vögel weggeflogen waren, kamen anfangs 5 bis 10 Sittiche, sagte Amar.
Er erinnerte sich daran, wie die Ansammlung von Vögeln zu wachsen begann. Schon bald, innerhalb eines Jahres, kamen mehr als 1000 Sittiche und die Zahl wuchs weiter. Jetzt kommen zu jeder Jahreszeit mindestens 300 Vögel hierher. Während der Regenzeit wächst ihre Zahl sogar auf bis zu 6000 an. Während der Wirbelstürme steigt ihre Zahl noch einmal erheblich weiter. Aber Amars Vermieter ist darüber nicht glücklich, doch das interessiert den Vogelfreund nicht. Er kann mich doch nicht aus der Wohnung werfen, wegen ein paar Vögeln auf meiner Terrasse, sagte Amar in einem Interview. Heute, mehrere Jahre nach dem Vorfall, hat Amar eine große Sammlung von Vögeln, die regelmäßig zu seiner Terrasse kommen. Ganz gleich, ob auf der Suche nach Futter oder einem Unterschlupf. Amar ist froh, sie mit allem zu versorgen, was sie brauchen. Lass mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniere den Kanal. Eine ebenso rührende Geschichte handelt von einer Taube, die jeden Tag an das Fenster einer Intensivstation klopfte. Der Grund wird dich berühren.